Sie nennt sich Kirche. Sie bezeichnet ihre Lehre als Religion. Sie predigt Glück und Seelenheil. Scientology. Was uns Menschen schildern, die diese Organisation erlebt haben, sieht ganz anders aus. Ursula Caberta, Sektenexpertin des Hamburger Senats, hat zwei Aussteiger aus Scientology zusammengebracht. Beide erzählen, wie Scientology ihre Familien zerstört hat. Markus S. verließ die Organisation schon vor Jahren. Im Oktober 2008 verstarb sein Bruder Uwe in Los Angeles im Alter von 45 Jahren. Der hatte in Scientology Karriere gemacht. Markus ist überzeugt, dass sein Bruder heute noch leben könnte. Auch Heiner von Rönn aus Hamburg kehrte Scientology irgendwann den Rücken. Seine beiden Söhne blieben bei ihrer Mutter und in der Organisation. Sie haben inzwischen jeden Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen. Sarah, dein Vater ist da! Von Rönns Geschichte ist eine von mehreren, die das Drehbuch des ARD-Spielfilms Bis nichts mehr bleibt inspiriert haben. In dieser fiktiven Geschichte kämpft ein Vater um seine Tochter. Hallo. Kommst du zurück zu Scientology? Kommst du? Oma und Opa warten unten. Wir wollen alle eine Bootstour machen. Kommst du zurück? Nein, Sarah. Du hast uns nicht mehr lieb. Los, geh! Traurige Situation, ja klar. Ist ja wie so ein Abschied. Und wir sind ja essen gegangen. Na ja, gut. Entschuldigung. Über das Abendessen, bei dem ihm sein Sohn die Trennung mitteilte, kann er noch heute, Jahre später, kaum sprechen. Für Ursula Caberta, Leiterin der Arbeitsgruppe Scientology in der Hamburger Innenbehörde, sind solche Emotionen nichts Neues. Alles in Ordnung, Widerspruch ist fertig, ist rausgeschickt, Anwälte sind informiert, alles wunderbar. Caberta kennt Heiner von Rönn, seit der das Sorgerecht für seinen jüngeren Sohn erstreiten wollte, um ihn aus Scientology herauszuholen. Das werden ja Massen. Wir haben ihn dann beraten, das ist ja auch unsere Aufgabe hier, bei ehemaligen Mitgliedern zu sehen, welchen Weg wollen sie gehen. Die Entscheidung müssen die Leute natürlich selber treffen. Und in diesem Fall hieß das natürlich, Jugendamt einschalten, vor das Familiengericht gehen, um das Sorgerecht kämpfen. Praktisch Entzug des Sorgerechts bei der Mutter. Das ist der klassische juristische Weg. Und den ist er gegangen und ist dann ja auch vom Familiengericht gelandet. Und das ist dann ja ein bisschen anders ausgegangen, als wir alle gehofft haben. Was glauben Sie, Herr Reiners? Wird sich Ihre Tochter anders entscheiden, wenn ich Sie jetzt hier hereinbitte und Sie frage, ob sie zu Ihnen will oder zu Ihrer Mutter? Wahrscheinlich nicht. Eben. Der Sorgerechtsentzug wird abgelehnt, die Urteilsbegründung geht den Parteien schriftlich zu. Also ich bin dann davon ausgegangen, dass ich das Kind erstmal nicht wiedersehe. Ne? Ist weg. Das Ziel ist das Wohl des Kindes und das Wohl des Kindes ist bei Scientology nie gegeben. Never, niemals. Und deswegen hätte man das Kind zu dem Vater geben müssen. Von Rönns Sorgerechtsverfahren liegt Jahre zurück. Seitdem quält ihn der Gedanke, er habe versagt, seine beiden Kinder aus den Fängen von Scientology zu befreien. Rückblick. Heiner von Rönn gerät 1986 durch seine damalige Freundin zu Scientology. Anfangs skeptisch wird er nach und nach zu einem überzeugten Anhänger. Er baut die Hamburger Zentrale der Organisation am Steindamm mit auf. Hier Archivaufnahmen aus jener Zeit. Von Rönn sagt, er habe sich blenden lassen von den Verheißungen, wie viele vor und viele nach ihm.
In seinen Werbevideos erweckt Scientology den Eindruck einer schönen, heilen Welt. Wer Hubbards Schriften studiere, wer seine Kommunikationstechniken erlerne, wer auf der Scientology-Brücke zur Glückseligkeit Stufe um Stufe erklimme, so der Eindruck, könne zu einem perfekten Menschen werden. Seine Freundin sei eine begeisterte Scientologin gewesen, sagt von Rönn. 1986 hat er mit ihr schon einen kleinen Sohn, den er über alles liebt. Ich wollte mein Kind nicht ohne seinen Vater aufwachsen lassen. Das war eigentlich mein Grundding, was ich machen wollte. Also ich wollte mich nie, so wie ich bin ja auch ohne Vater aufgewachsen, ich bin mit meinen Großeltern groß geworden. Das wollte ich meinem Kind damals nicht antun. Noch im gleichen Jahr heiratet von Rönn seine Freundin. Dann kommt der zweite Sohn zur Welt. Ein junges Familienglück in Scientology. Doch von Rönn erfährt schon bald, dass Kinder hinderlich sind, wenn man tagsüber für den eigenen Lebensunterhalt und nach Feierabend für die Organisation schuften muss. Dafür gibt es einen Scientology-Kinderhort. Die beiden Söhne werden dorthin abgeschoben. So sieht von Rönn das heute. Seine Ex-Frau dagegen sagt, ihre Söhne seien dort gut betreut worden. Das ist ja das Perverse daran. Die Eltern, die Familien, die Mitarbeiter sind ja so schon, sag ich mal, durch den Wolf gedreht und Gehirn gewaschen, dass sie das nicht wahrhaben. Dass es ein kleines Kind ist, was man irgendwo hingibt. Auch der ARD-Spielfilm Bis nichts mehr bleibt beschäftigt sich mit Scientology-Kindergärten. Heute wurde in St. Georg eine Kinderbetreuungseinrichtung der sogenannten Scientology-Kirche geschlossen. Den Beamten bot sich ein unbeschreibliches Bild. Überall Dreck, Unrat, nur wenige Möbel, fast keine Sitzgelegenheiten. Die Kinder schliefen auf schmutzigen Matratzen, meist ohne Decken. Zur Betreuung standen ein 17-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger Junge bereit. Zurück zur Geschichte von Heiner von Rönn. Wenn man so darüber nachdenkt, kommen man schon die Tränen halbwegs. Dass man das so als Vater zugelassen hat. Ne? Nach dem Kindergarten kommt das Internat mit Reiterhof in der dänischen Provinz. Südjütlands internationale Schule. Eine Scientology-Garderschmiede, sagt von Rönn heute. Unteren Teil, der mir hier nach hier zeigt, kann man schlecht sehen. Da sind die Schulräume gewesen. Damals ist er damit einverstanden, seine Söhne hierher nach Dänemark zu schicken. Dreharbeiten auf dem Gelände werden uns nicht erlaubt. Auf der Internetseite der Schule sehen wir glückliche Gesichter. Ein Hinweis auf Scientology ist nirgendwo zu entdecken. Doch die Kinder würden streng nach den Lehren des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard erzogen, sagt von Rönn. Umso früher sie mit diesem System in Berührung kommen, umso mehr involviert werden sie da drin. Umso, sag ich mal, gefügiger werden sie gemacht. Umso bereitwilliger sind sie, das System von L. Ron Hubbard aufzunehmen. Es habe lange gedauert, bis er die gefährliche Ideologie hinter Scientology durchschaut habe, sagt von Rönn. Auch dank seiner neuen Frau Astrid, die er in der Organisation kennenlernte. 1995 steigen sie gemeinsam aus, wagen den Sprung aus der Parallelwelt zurück in die Wirklichkeit. Man ist abhängig von Scientology, weil außerhalb, wenn man ein paar Jahre in Scientology war und man geht nach draußen, fällt man in ein